Wo waren wir? Du hast die Zeitschrift auf den Tisch geklatscht und uns gefragt, für wen wir uns eigentlich halten. Und wir haben gesagt, wir sind die Science Cops und E-Autos sind besser als Verbrenner. Richtig. Also ihr denkt wohl, ihr wüsstet alles besser. Hm? Sag mal, woher kommt der Drang, sich immer in Kontroversen einzumischen? Und war es wirklich nötig, Journalistenkollegen ins Visier zu nehmen? Ja, wenn die nicht sauber arbeiten, natürlich. Die Menschen vor unwissenschaftlichem Unfug zu schützen, ist Aufgabe der Quarks Science Cops. Das sind ihre Fälle. Hä? Was ist denn hier los? Ich habe unseren neuen Fall gefunden. Die Elektroauto-Lüge? Haben wir echt so viele Anfragen dazu bekommen? Ja, irgendwie schon, ne? Ach du Scheiße. Ja, die Leute wollen wissen, wie umweltfreundlich das Elektroauto wirklich ist. Und sie haben dann ganz häufig diesen Clip da vorne mitgeschickt. Per Post oder was? Nee, du Scherzkeks, per Mail. Das ist ein Ausschnitt aus einer WDR-Doku und da kommt das Elektroauto nicht besonders gut weg. So, und die Leute sagen, dass das kompletter wissenschaftlicher Unfug ist. Ja, aber gut, das Video ist jetzt nicht mehr besonders aktuell, ne? Und außerdem kommt es, glaube ich, auch nicht so richtig gut an, wenn wir jetzt Journalistenkollegen ins Visier nehmen. Ja, aber die Leute wollen ja immer noch wissen, was Sache ist. Ja? Ja. Und vielleicht stimmt es ja auch alles, was da in der Doku steht, dann haben wir sowieso gar kein Problem. Eben. Wenn ich dich daran erinnern darf. Wir sind der Schild der Unwissenden. Und als Schild der Unwissenden ist es unsere Pflicht, solchen Fällen... Du hast recht. Ja. Wobei dieser Raum echt aussieht wie ein Ort, an dem man gebracht wird, um vom korrupten Polizisten illegal verhört zu werden. Ja, aber er hat ein Sofa und er hat einen Beamer. Der den Mai uns hier gelassen hat, ne? Na gut, dann. Popcorn. Alter, das Video ist 2 Minuten lang. Wow. Doch aktuell ist der Klimarucksack noch groß. Forscher des Fraunhofer ISI-Instituts haben für die Story ausgerechnet, dass ein Elektroauto mit einer nur 40 Kilowattstunden großen Batterie, das mit Strom aus der Steckdose geladen wird, 72.000 Kilometer braucht, um einen CO2-Vorteil gegenüber einem Benziner zu erreichen. Bei einer 58 Kilowattstunden großen Batterie sind es schon 100.000 Kilometer. Und ein E-Auto mit einer Batterie wie der des Audi e-tron fährt stolze 166.000 Kilometer bis zu einem Klimavorteil. In diesem Fall im Vergleich zu einem Diesel. Heißt, für die Herstellung eines Elektroautos wird doppelt so viel Umwelt zerstört wie bei einem Auto mit Verbrennungsmotor. Bei Benzinern und Dieseln kommt überwiegend Stahl zum Einsatz. Schon dafür wird viel Umwelt zerstört. Beim E-Auto sind es vor allem die Batterierohstoffe, die noch größere ökologische Schäden anrichten. Und je größer die Batterie, desto größer der Umweltschaden. Für Forscher ist damit klar, ökologisch gesehen ist der Trend zu Elektroautos mit immer größerer Reichweite Unsinn. Für das Klima und die Umwelt. Einfach nur den Tank durch eine Batterie zu ersetzen, greift zu kurz. Also zunächst einmal muss es eine saubere und ordentliche Information geben darüber, was eigentlich für Risiken tatsächlich mit den Technologien verbunden sind. Es muss eine klare Diskussion geben, nicht nur über die sogenannten Chancen, sondern auch über die Probleme, die damit verbunden sind. Und man muss sich die Frage stellen, wieso eigentlich die Politik und namentlich auch die deutsche Politik da trotzdem so dahinter steht und die ganze Zeit jubelt, wir müssen alle elektromobil werden. So, ich habe hier schon mal die Tabelle für unseren Vergleich fertig gemacht. Was ist das denn? Habe ich drüben im Lagerraum gefunden und ich dachte, wir könnten vielleicht hier unsere Notizen drauf machen. Ah. Dann müssen wir deine schöne Tabelle nicht zerstören. Nicht schlecht. Stimmt, gute Idee. Das, worauf du da übrigens sitzt, das sind die wichtigsten Punkte für unseren Vergleich. Es sind jetzt viele Sachen, die oft am E-Auto kritisiert werden, noch gar nicht dabei. Also, dass E-Autos angeblich häufiger brennen würden und dass es irgendwie gar nicht genug Strom geben würde, um so viele E-Autos zu laden.
Aber wir wollen uns ja auf die Aussagen aus dem Video konzentrieren, also ob das E-Auto wirklich so schlimm für die Umwelt ist. Also laut dem Video müssen E-Autos im Vergleich zu Verbrennerautos sehr lange fahren, bis sie tatsächlich einen Klimavorteil erreicht haben. Zum Beispiel der Audi e-tron. Der muss 166.000 Kilometer fahren, bis er die CO2-Emissionen, die bei der Produktion entstanden sind, ausgeglichen hat. So, und der andere große Punkt, hier, das sind die Umweltschäden durch die Produktion. In dem Video heißt es auch, dass bei der Herstellung eines Elektroautos doppelt so viel Umwelt zerstört würde, wie bei einem Auto mit einem Verbrennungsmotor. Genau, doppelt so viel Umwelt. Was auch immer das heißt. Na, gut ist das nicht. Ja, auf den ersten Blick schon, aber ich habe da ein ganz mieses Gefühl bei der Sache. Das klingt doch schlimm. Haben wir auch gedacht. Aber das hier, das ist ein klarer Sieg für das E-Auto. CO2 beim Fahren. Okay, aber bitte komm zügig zum Punkt, ja? Nee, sorry, Max. Nein, nein. Keine Zeit für eine Präsentation. Erklär's mir einfach so, ja? Also, CO2 beim Fahren. Ein Elektroauto hat zwar keinen Auspuff, aber je nachdem, wie der Strom hergestellt wird, mit dem das E-Auto geladen wird, entsteht ja trotzdem CO2. So, und jetzt behaupten viele, dass Elektroautos gar nicht so umweltfreundlich oder klimafreundlich fahren würden, wenn im Strommix auch Kohlekraft mit drin ist. Wir haben das mal nachgerechnet. Ich darf doch, oder? Also, der Tesla 3... Fuck. So, Bitte sag, dass du gute Neuigkeiten hast. vielleicht. Ich habe hier Daten zu E-Autos und Verbrennern. Wir können die Emissionen, die beim Fahren entstehen, selber ausrechnen. Und zwar hier am Overhead-Projektor. So, du liest vor, ich schreibe mit. Hast du mir das markiert hier irgendwie? Oder? Ja, habe ich dir markiert, da hinten E-Auto. Ah, okay. So, das im Jahr 2021 am häufigsten zugelassene E-Auto in Deutschland war der Tesla Modell 3. So, laut ADAC ist der Stromverbrauch in der Standardversion mit 306 PS auf 100 Kilometer 19,5 Kilowattstunden, inklusive der Verluste beim Laden. Hast du das? 19,5 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Genau. So, der Strom, der in Deutschland aus der Steckdose kommt, ne? Der kommt ja zum Teil immer noch aus Kohle und Gas. Das heißt, pro Kilowattstunde Strom setzt du mit dem Strommix von 2021 ungefähr 420 Gramm CO2 frei. Okay. So, und 19,5 Kilowattstunden auf 100 Kilometer, dann kommst du in etwa auf 8,2 Kilogramm CO2. 8,2 Kilogramm CO2 auf 100 Kilometern. Ja. So, jetzt mal im Vergleich ein Verbrenner. Hier, ein vergleichbares Verbrennerauto ist zum Beispiel der Passat 2.1 TSI. Und der hatte jetzt bei 220 PS 7,9 Liter Benzin auf 100 Kilometer. So, und wenn man 1 Liter Benzin verbrennt, dann werden dabei 2,3 Kilogramm CO2 frei, also pro Liter. Das heißt insgesamt 18,2 Kilogramm CO2. 18,2 Kilogramm CO2 auf 100 Kilometern. Ja, und das ist deutlich mehr. Ja, das heißt, das E-Auto hat da schon einen ziemlich krassen Vorteil. Selbst mit dem deutschen Strommix von 2021, wo echt noch einiges an Kohlekraft drin war, entsteht beim Fahren eines Elektroautos nur etwa halb so viel CO2 wie bei einem vergleichbaren Verbrenner. Und da ist das CO2, was bei der Herstellung des Kraftstoffs entsteht, noch nicht mal mit eingerechnet. So, das hätte ich dir aber auch deutlich schneller mit meiner Präsentation sagen können. Und das ohne Papierverschwendung. Ach komm. Okay, das heißt, Elektroautos sind wirklich klimafreundlicher zu fahren. Ja. Aber das alleine ist nicht der Punkt. Was ist denn mit der Herstellung der Batterien? Sind die nicht extrem energieintensiv? Ja. Das klingt erstmal schlimm. So, das hätten wir. Ich habe hier diese Studie aus Schweden gefunden. Ist zwar schon ein paar Jahre alt, aber bei Elektromobilitätskritikern immer noch sehr beliebt. Geht um den CO2-Ausstoß bei der Batterieproduktion. Wie hoch soll der sein?
Pro Kilowattstunde Batteriekapazität 150 bis 200 Kilogramm CO2. Wo? Sag mal was. Macht also schon bei einem eher kleinen Akku von 40 Kilowattstunden im schlechtesten Fall 8 Tonnen CO2. Aber so ein Akku ist ja ein Fiat 500e, also 40 Kilowattstunden. Und das bedeutet, du musst 70.000 bis 80.000 Kilometer fahren, bis du auf solche Werte für den CO2-Ausstoß kommst. Das ist krass. Aber das deckt sich doch ganz gut mit den Zahlen vom Fraunhofer-Institut aus der Doku, oder? Was haben die eigentlich noch mal zu dem größeren Audi e-tron gesagt? 166.000 Kilometer, um die CO2-Emissionen der Produktion auszugleichen, oder? Ja, deswegen sage ich ja, das klingt erstmal schlimm. Es gibt aber ein großes Aber. Erstmal zu dieser Studie aus Schweden. Die Zahlen aus dieser Studie, hier ist sie, wurden 2019 korrigiert. Die haben noch mal mit neueren Daten nachgerechnet und da kam man dann auf nur noch 60 bis 100 Kilogramm CO2 pro Kilowattstunde Batteriekapazität. Also ein Riesenunterschied zu diesen 150 Kilogramm. So, mit diesen Zahlen haben dann auch die Forscher des Fraunhofer-Instituts gerechnet. Also für diese Doku jetzt. Und zwar haben sie verschiedene Szenarien berechnet. Ja, sie haben einerseits unterschieden, ob das Auto mit erneuerbarer Energie oder mit dem deutschen Strommix geladen wird. Sie haben aber auch unterschieden, ob der Akku mit Ökostrom oder mit reinem Kohlestrom hergestellt wird. So, in der Doku zeigen sie aber nur das Szenario, in dem der Akku fast nur mit Kohlestrom hergestellt wird. Was einfach total unrealistisch ist. Ja, also würde man das Szenario zugrunde legen, ja, dass der Akku mit nachhaltiger Energie hergestellt wird, ja, dann würde sich zum Beispiel der e-tron schon auf 100.000 Kilometern rechnen. Was jetzt auch nicht ganz realistisch ist, weil die Akkus ja nicht nur mit Ökostrom hergestellt werden. Ja, also die Wahrheit liegt vermutlich so irgendwo in der Mitte. Sagen wir mal beim Audi e-tron bei 130.000 Kilometer, bei einem Kleinwagen bei 60.000 Kilometer, jedenfalls deutlich unter dem, was die da in der Doku behaupten. Das ist aber jetzt nicht euer Ernst, oder? Gut, das war eine Ungenauigkeit. Aber ob sich der Wagen jetzt nach 130.000 oder nach 166.000 Kilometern klimatechnisch lohnt, ist doch völlig unerheblich. Nicht, wenn die nicht sauber gearbeitet haben. Also, wenn du ein E-Auto hauptsächlich mit erneuerbarer Energie produzierst und lädst, sieht die Sache jedenfalls schon ganz anders aus. Eine Studie der Uni Eindhoven aus dem Jahr 2020 ist für ein Tesla Modell 3 mit einer 75 Kilowattstunden Batterie auf nur noch etwa 30.000 Kilometer. Danach fährt dieses E-Auto klimafreundlicher als ein vergleichbarer Verbrenner. Und 30.000 Kilometer, das entspricht in etwa der Fahrleistung von so 2 bis 3 Jahren. Und diese positiven Szenarien sprechen Sie in der Doku gar nicht an. Wenn du die Doku ganz anschaust, dann sagen sie am Ende schon, dass wenn du das Auto mit erneuerbarer Energie lädst und mit nachhaltigem Strom den Akku produzierst, dass sich das dann klimatechnisch schon deutlich schneller lohnt. Ja, aber dann ist doch alles gut. Dann haben Sie doch genau das getan, was Sie mir hier gerade erklärt haben. Nein, weil das ändert nichts daran, ja, dass das am Anfang eine totale negative Darstellung wird, ein absolutes Negativszenario. Das ist irreführend. Und dann wundert es mich übrigens auch nicht, dass dieser Clip dann unter E-Auto-Kritikern rumgereicht wird wie sonst was. Aber da kann doch die Doku nichts für. Wenn da manche Leute Teile rausschneiden, ohne den ganzen Film zu zeigen. Also, bevor wir uns jetzt hier festfahren, das war ja nicht der einzige kritische Punkt bei der Doku. Für die Produktion brauchen die Bergbaukonzerne nicht nur das Wasser aus den Salzseen, sondern auch viele Millionen Liter kostbares Süßwasser aus den Quellen. Wasser, das sich über Zehntausende Jahre angesammelt hat und das Ökosystem in Balance hält, wird so in wenigen Jahren vergeudet. Und das stimmt ja grundsätzlich erstmal schon, ne? Also hier für die Lithiumgewinnung wird zum Beispiel in den Anden richtig viel Wasser verbraucht. Und natürlich zerstört das die Lebensräume von so Flamingos und die indigene Bevölkerung, die leidet, und auch an anderen Orten auf der Welt, ja, wird für die Gewinnung von Rohstoffen für die Akkus super viel Umwelt zerstört. Das ist schon schlimm. Ja, und unentschuldbar. Ich meine, dagegen können wir ja nicht wirklich was sagen. Ja. Aber Max, unsere Tabelle ist ja noch nicht fertig. Hier, die entscheidende Frage ist doch, was ist hiermit? Also wie viel Umwelt wird eigentlich zerstört, damit Verbrennerautos fahren können? Laut dieser Grafik aus der Doku, ja. Genau.
die Hälfte. Ja. Mal abgesehen davon, dass hier auf dieser Darstellung echt noch einiges fehlt, weil für Verbrennerautos in Wirklichkeit noch deutlich mehr verschiedene Materialien benötigt werden als hier angegeben, ist doch einfach diese gesamte Aussage falsch. Wenn wir wirklich den Vergleich mit Verbrennern machen wollen, dann müssen wir auch berücksichtigen, wie Öl gewonnen wird. Und da wird auch einerseits häufig sehr viel Wasser verbraucht, andererseits werden zum Teil ganze Wälder gerodet, um an das Öl dran zu kommen. Ja, oder solche Ölsände hier in Kanada. Genau, da stand vorher Wald, weg. Oder Meeresgebiete, die verseucht werden. Ich meine, überleg mal, solche Unglücke von Bohrinseln. Deepwater Horizon. Ja, oder irgendwelche Öltanker, aus denen dann Öl ins Wasser läuft. So, und was ja noch dazu kommt, die Verbrennerautos heizen den Klimawandel weiter an. So, und in der Folge führt das dazu, dass die Erderwärmung nur noch mehr Umwelt- und Lebensräume zerstört. So. Das heißt, ja, natürlich auf die gesamte Lebenszeit des E-Autos werden da natürlich auch Rohstoffe verbraucht, aber längst nicht so viel wie für einen Verbrenner. Ja, so gesehen sind E-Autos das kleinere Übel. Also sind Elektroautos wohl keine Umweltengel. Nee, man könnte sogar sagen, richtige Umweltsäue. Was hast du gerade gesagt? Umweltfrettchen? Auf jeden Fall haben die Macher der Doku hier wieder nur die halbe Wahrheit. Bitte nicht über andere herziehen. In aller Kürze. Für Elektroautos ist der Ressourcenaufwand auf den ersten Blick erstmal größer. Wenn wir aber die Herstellung der Kraftstoffe und vor allem die Klimafolgen von Verbrennerautos berücksichtigen, dann sind Autos mit Verbrennungsmotor eindeutig die größere Frettchenerei. Und das hat die Doku einfach nicht richtig eingeordnet. Und zwar weder in diesem kurzen Ausschnitt die Elektroautolüge noch die ganze Doku. Ja, und was man ja auch dazu sagen muss, ja, die Batterien, die werden immer effizienter. Und der Materialeinsatz bei der Herstellung, der wird optimiert. So, und wenn die Nachfrage steigt, ja, dann werden die Batteriefabriken immer größer und effizienter. Und in Zukunft werden die Akkus auch immer länger halten. Ja, und auch der Anteil von Ökostrom nimmt ja weltweit zu. Und je mehr Ökostrom im Netz ist, desto weniger CO2 entsteht bei der Herstellung der Akkus. Das heißt, in Zukunft wird sich die Klimabilanz von E-Autos in der Herstellung weiter verbessern. Bei Benzinern oder bei Dieselautos passiert nicht mehr viel. Nee. Aber natürlich wird das E-Auto jetzt das Klima auch nicht alleine retten. Ja, da muss man eher darüber nachdenken, den Individualverkehr grundsätzlich zu reduzieren. Aber besser als so ein Verbrenner ist ein E-Auto auf alle Fälle. Das sagt mittlerweile übrigens auch Harald Lesch. Pass auf. So. Aber natürlich, mein nächster Wagen wird ein batteriebetriebenes Auto sein, keine Frage. Weil das wäre jetzt wirklich fatal, jetzt noch zu sagen, also jetzt, ich nutze einen Verbrenner. Das wär wirklich völlig blödsinnig. Blödsinnig, ja? Der Mann hat seine Meinung geändert, weil sich eben auch die Fakten geändert haben. Das E-Auto steht heute wesentlich besser da als noch vor ein paar Jahren. Dann zeigt das, finde ich, ziemliche Größe von dem Mann, dass der sich hinstellt und sagt, naja, vielleicht lag ich da nicht ganz so richtig. Ja, auf die Idee hätten die Kollegen von der Doku ja auch mal kommen können. Kritik ist natürlich wichtig, damit sich Dinge verbessern. Sie sollte aber nicht der Entwicklung von Technologien im Wege stehen, die eindeutige Vorteile bringen. Ah ja. Ihr meint also, dass Kritik konstruktiv sein sollte. Das heißt, wenn sich Kollegen irren, wäre es vielleicht eine bessere Idee, erstmal mit ihnen zu sprechen, anstatt sie in einem Podcast öffentlich anzuprangern und festzunehmen. Wir haben sie nicht mal festgenommen, wir haben sie nur verwarnt. Sag mal, hörst du den Podcast überhaupt? Sag mal, Max, Menschen können sich irren. Ja, natürlich können sich alle Menschen mal irren, aber wenn ich ehrlich bin, dann irre ich mich halt so gut wie nie. Und deswegen bin ich auch am besten dazu geeignet, andere Menschen auf ihre Fehler hinzuweisen. Diplomatie ist schon wichtig, aber am Ende geht's halt darum, wer Recht hat. Und aus großer Kompetenz folgt große Verantwortung. Ich würde sagen, denkt über meine Worte nach. Aber das bringt bei euch beiden offensichtlich nichts. Ihr könnt gehen. Okay. Geh.
Endlich, Frau Schulz. Ja, Verzeihung, ich war im Meeting. Warten hier schon ewig. Ach, Sie sind schon im Autohaus. Ja, und was jetzt? Ja, ein E-Auto ist als Dienstwagen definitiv umweltschonender. Am besten wäre natürlich ein Fahrrad, das... Sie haben Wichtigeres zu tun, als zu scherzen. Ja. Ja, natürlich. Und? Die Science Cops. Ja, ich glaube, es wird Zeit für eine neue Strategie. Chef? Da sind unsere Science Cops ja ziemlich in die Bredouille geraten. Ob sie sich aus dieser misslichen Situation wieder herausmanövrieren können? Und was meint ihr, wer in dieser verdrießlichen Diskussion recht hatte? Der doch sehr erboste Max oder die genervte Chefin Andy? Schreibt's uns gerne in die Kommentare. Dass ihr dieses Video mit einem Like versehen und diesen Kanal definitiv abonnieren müsst, das wisst ihr ja schon. Also, bis zum nächsten Mal bei den Science Cops.